Ah, jetzt Hallihallo Mahlzeit, was geht? Ich hab's endlich geschafft. Noch schnell meine Freundin zur Fahrschule gefahren. Und heute geht's wieder weiter mit Lake. Habe ich natürlich auch wieder mit dabei. Eventuell ist die letzte Folge heute von Lake, weil wir waren letztes Mal eigentlich schon ziemlich gut vorangekommen. Sind, glaube ich schau mal schnell, wir sind schon am Freitag und es hieß ja, es geht nur 2 Wochen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt rein. So, also, natürlich ja Arschvoll Arbeit hier, das war der falsche Knopf. Nee, ist gar nicht so viel. So, wir waren ja letztes Mal noch hier beim Fotoladen gewesen. Haben die Fotos abgegeben. War aber leider nichts. Leider nicht wirklich was entwickelt worden. Ja, schneller kann sie leider immer noch nicht laufen. Meredith hieß sie, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. So, rein. Let's go. Ich habe natürlich nicht, wie versprochen, habe ich natürlich nicht in den Trophy Guide geschaut. Deswegen, also wir schauen mal, wie weit es hier geht. Ansonsten, Fan. Mein Hunde schimpft auch schon, weil ich nicht den Trophy Guide geschaut habe. Aber wir können ja hier auf der Xbox können wir ja gucken, ob da noch Trophäen dann offen sind und vielleicht können wir die ja dann noch schnell erledigen, falls wir Zeit haben. Keine nicht so viel Zeit. Aber wir schauen mal. Die 2 Tage werden wir auf jeden Fall schaffen, Freitag und Samstag. Und dann mal gucken, was passiert. Ob es dann überhaupt noch weitergeht oder ob das Spiel dann zu Ende ist, das weiß ich natürlich nicht. Weil es wurde ja auch in Aussicht gestellt, dass wir das Haus hier behalten können. Und dann Interesting. können wir natürlich weiterspielen. Aber das sehen wir vielleicht am Ende. Vielleicht können wir dann entscheiden, ob wir weiterspielen oder ob wir das Spiel beenden wollen. So, wo sind wir hier? Zack. Raus. Wo sind wir? 402 Pine Street. Ja, heute nur 2 Päckle. That's Sehr gut. lighter than I thought. Guten Morgen. Guten Mittag. Driving along the highway. Hello? Friday delivery day. Well, just call me Friday Ah. Delivery K. Okay, no, that Unsere sounded beste better Freundin. in my head. Someone's in a good mood today. Yes, thanks for looking after Max and Gracie last night. You were a real trooper for stepping in last minute. No problem. They were great. I appreciate the lie. Fenster zu hier. So, Wie war das Konzept? how was the concert? Stimmt, die haben ein Baby Oh gesittet. yeah, man, Journey is so War mir gar nicht good. bewusst, Those dass das songs für have sie been war. stuck in my head all day. Oh, klingt toll. That sounds great. I know, right? There's just so much cool stuff being created right now, you know? I mean, Journey was cool. I got to know them through Barry at first, but I tell you, if Prince or New Order ever came to Portland, I would sell my spleen for tickets. 2 Bands, aber nur eine Milz. One spleen, 2 bands. That's quite the potential dilemma. Oh, and I haven't even mentioned Cyndi Lauper, or Run DMC, or Stevie Wonder. And before you go there, I know you're probably setting up a joke about spleens and Hammond organs right now. Das würde ich doch nie. I would never. All jokes aside, though, I spent half the concert thinking about how I haven't really focused on my own music for a while now. Kids, work, all that stuff. So much going on. And I mean, I love tinkering, but right now, I'm not sure I'm even creating anything cool or just... You know? Not even Barry is allowed to listen to my songs at this Barry. stage, to be honest.
Ich würde gerne mal deine Musik irgendwann hören. I'd love to hear your music sometime. I'm sure it's great. Thanks for the vote of confidence. Maybe I'll hold you to that. I was thinking, I have a mixtape with some of my stuff, you know? Just something I've been trying out with my new synthesizer. Wäre eine Ehre. I'd be honored. That's great. It's just something I've been playing around with. Don't expect any fireworks. And hey, don't tell me what you think yet, yeah? You'll be my secret special audience of one, so I can get used to the idea of an audience. Irgendein besonderer Grund? Any special reason? But I'm thinking performing a song on my new Monday. Holy crap, I just said that out loud. Dude, you are coming to the open mic, right? Na klar. Of course! That's great! Wild horses couldn't drag me away. But act cool, yeah? No one else knows yet. See you there. Sure thing. Ha. Back to my own journey for now. Haha. Nope, ignoring that. Bye now. Also Sonntag ist Talentwettbewerb. Mal schauen, was das gibt. War da gerade eine Maus oder was? Doch, da rennt wirklich eine Maus, oder? Nee, das ist der Schatten von einem Vogel. So, waren wir hier oben fertig? Ja, waren wir durch schon. Sehr schön. Das ging aber schnell. Jetzt fahren wir hier links und dann gleich wieder rechts. Dann haben wir da noch einen Brief. Dann können wir uns wieder um den Lake rum begeben. Alter, ja, die Bremse prüfen lassen. So, hier noch ein Brief. Oh, eine Postkarte, ne? So. Und dann würde ich sagen, fahren wir hier zum Fluss. Aber dann müssen wir wieder komplett zurückfahren. Das ist ja auch dämlich. Ne, wir machen wieder eine komplette Runde. Wir fahren jetzt erstmal hier zum Wasserboot, zum Hausboot und dann machen wir hier drüben die ganzen Dinger. Und fertig. Tschüss. Schöne Runde um den See. Ist doch klar. Das ist auch der Sinn vom Spiel. Immer schön mit dem Postauto um den See rumzufahren. Geht's besser zu fahren. Die Kurve kriegt er immer nicht schlecht. Leider kann das Postauto auch nicht so gut driften. Ist das irgendwie eine Abkürzung oder so? Ich glaube nicht. Ich muss Bescheid sagen, dass wir kommen. Raus! Ja, Päckchen nicht vergessen. Where's the package? 400 East Lakeview. That's later than I Boulevard. thought. Mackies. Closed oder was? Warum closed? Und zwar einmal hinterm Haus. Schauen wir mal, vielleicht ist er heute hier. Der ist jedes Mal woanders, habe ich das Gefühl. Ne, da ist er nicht. Einmal war er sogar hier vorne auf dem Boot. Ne, hier ist er auch nicht. Ja, immer Rätsel raten. Aber da ist er doch. Moin, Mr. Mackie. Ah, the waxworms have arrived. Wie bitte? Excuse me? I meant the package, Miss Weiss. It's my worms. For fishing. They're just in time. I'm taking a boat to the island this afternoon. Prima, viel Spaß. Great. Have fun. Hey, you can tag along if you want, like your father used to. But I'm not helping you with any waxworms.
Hier schon meine Lampe auf volle Pulle, nur so dunkel hier. In der Ecke. Gut. Oh, really? Sounds like fun. Okay, we'll show up here at 4 p.m. sharp. Gut, dann gehen wir heute noch ein Schiff raus hier. Angeln. Ein Boot. Das ist für ein Schiff, Alter. So. Nice. Perfekt gewendet. Und weiter geht's. Der ist aber nicht schnell vorangekommen. Der war doch gerade eben schon hinter uns. Unterwegs angehalten. Jetzt wird Pipi-Pause gemacht. Gut. Ja, sieht schon geil aus. Also, mir gefällt das Game schon. Dafür, dass es halt echt ein Indie-Game ist, sieht es echt nicht schlecht aus. Da habe ich schon deutlich schlechtere gesehen. Kann sich schon sehen lassen. Kann man spielen. Wie gesagt, es erinnert mich halt immer so hart an Gold Rush wegen vielen Bäumen und so. Da war übrigens das Lagerfeuer. Stimmt, hätten wir auch nochmal vorbeigucken können. Alle sind ja weg. Das heißt, das Lagerfeuer müsste jetzt weg sein und das Wohnmobil, der Waschbär. Der ist ja jetzt in der Werkstatt, in der Tankstelle. Den haben wir ja unserer Freundin geschenkt. Jetzt haben wir den Waschbär gekauft. So, haben wir hier nichts verpasst, oder? Ne, da war nichts. Da jetzt die nächste. Aber ein Waldhäuschen. Hm? Wird beobachtet. Ihr seht nur die Nase. Mach doch mal, ich lenk doch schon wie verrückt. Da ist die Briefkaste. Na, raus mit dir. Post! Das wird geil. Keiner da. Wenn da überhaupt jemand wohnt. Hier mitten im Wald. Falsch rum. So, weiter geht's. Ja, ab durch den Tunnel. VW-Bus. Post. Post kommt. So, hier lang. Nice. Genau. Ah, dann müssen wir wieder hier zum. Wie hieß der nochmal? Ich hab vergessen. Ich kann mir jetzt echt lange den Namen hier bedeuten. Sorry. Ist der nicht Mr. Harris oder so? So geht's ganz gut. Moinsen! Post! Oh. Meredith, Hallo Robert. Hey, Robert. how are you? I was away for a few days on an urgent job out of state. Schön dich wiederzusehen. Hier ist die I'm Post. good. It's nice to see you again. Here's the mail. Thanks, and likewise. Priority mail from town hall. Let's see what they have to say this time. Dear Mr. Harris, on behalf of yada yada yada, concerning Environmental Management Act 1213, yada yada yada. Wait. What?
Listen to this. We have decided to postpone the construction of apartments for at least 6 months. We hope this satisfies you as well as the many residents of Providence Oaks that contacted us with their unfiltered and enthusiastic comments. It worked. The plan worked. Wow, great! So happy for you, Robert. We need to celebrate this. How about tomorrow night? Steak dinner at Moe's. Or something else. On me. Klar, warum nicht? Ah, I'd love that. Great. It's gonna be fun. See you tomorrow night then. Gotta go now. The telephone troops need to know the assault can be abandoned. Oh, mal hier einen coolen Screenshot. Hier ist nämlich der Wasserfall. Postauto. Auch mit drauf. Da so Licht. Auch nice. Das sieht gut aus. Nice. Dann haben wir die Thumbnails während dem Stream direkt. Das gefällt mir am besten. So. Ich habe schon mal öfters probiert, so im Nachhinein dann nochmal so einzelne Screenshots rauszusuchen. Aber ich finde, die haben mir irgendwie nicht so gut gefallen, weil wir es halt dann, wir wollten immer noch so, dass es da noch ein bisschen in die andere Richtung gedreht ist oder ein bisschen weiter weg oder ein bisschen näher ran und so. Als verpixelt oder so, ne? Deswegen, solange ich in-game bin, kann ich mir das so hindrehen, wie es mir am besten gefällt und dann direkt einen Screenshot machen. Okay, das sieht dann meistens am besten aus. Braucht man auch kein besonderes Programm dafür, das kann man im OBS, ich weiß nicht, ob es in Streamlabs geht, aber in OBS Studio kann man das einfach auf eine Taste legen und dann direkt einen Screenshot machen. Die sehen super aus. So. Na, wo haben wir es hier? Raus! Wieder haben wir nichts mehr. Auf einen Brief und dann sind wir durch für heute. Hier. Dann setzen wir das sehr spät ein. That's the last of them. Zurück zum Postamt. Auf geht's. Feierabend. Ich finde, man merkt schon wieder so eine Routine reinkommt. Wenn man das mal ein bisschen länger gespielt hat. Also wenn man es öfter gespielt hat zumindest. Dann kommt da schon so eine gewisse Routine rein. Come on. Ja. So, is this a quiet day, or does it always take this long? Fishing requires patience. We've only been here for 2 hours. Ja, das ist das Schöne am Angeln. And that's the nice thing about fishing. Yeah, there's a fine line between boredom and relaxation. Ich glaube, wir haben einfach vergessen, wie sich Langeweile I anfühlt. think I forgot how boredom feels. Fishing also requires silence. Bert, can I ask you a question? Ja,
Irgendwo nicht halt die Klappe. Never mind. I'll stop bothering you. We ought to be heading back home. It's been a fine day, and I thank you for the company. War ja nicht sehr spannend. Freitagabend. Okay. Achso. Kay's tape. Let's have a listen. Okay. Driving along the highway, headlights light up the signs. Thinking of what might have been. Radio keeps track of time. Hello? Hi, Meredith. Guess what I signed today? Den Monsterabschluss. Let me think. The monster deal? Oh, yes. You are now talking to Steve Mitchell, CEO of a multi-million-dollar enterprise. But before I continue my insufferable bragging, I have a thing or two to say to you, about you. You've been a huge part of the success of this company, and I feel this is just the beginning. We're entering the golden age of personal computers, and we've got front row tickets. The past 2 weeks have made me realize that I couldn't have done it without you, and I'm going to need you even more in the coming years. So, here's a new monster deal I want you to think about. Become a partner in the company for 20% of the shares and a significant pay raise. Significant. The only condition is that I need your commitment for the next 5 years. So, there it is. Think about it, and let's talk about it more when you're back in the office. Was überraschend. This is a bit of a surprise. Just let it sink in a bit. I don't need an answer right now. I have to get back to my $1 million lifestyle. Actually, no, I need to get cranking on lots of stuff. Talk soon, Meredith. Zu Hause bleibt Fernsehen. Previously on Bon Appetit. Bon Appetit, kommt immer Bon burger Appetit. joint across the street is killing our business. I don't get it, monsieur. Our food is so much more sophisticated and delicious than these disgusting hamburgers. Don't you agree, Jean-Paul? Quoi? Oh, yes. These hamburgers are fantastic. Ein neuer Tag. A postcard. From Angie. Miss Meredith, I am so sorry I haven't been able to see you. It's just that I've been swamped organizing my not-so-timely exit from Providence Oaks. I'm sure you understand. You've probably seen the foreclosure notice. That certainly helped expedite my decision to leave. Anyway, I'll be honest. I'm still thinking about that kiss we shared in the car. And I don't usually dwell on these kind of things. So, feels special, Meredith. I hear you're going to the open mic night on Sunday. I wasn't planning on going, but I want to see you before I leave. I'm really anxious to find out what you've decided to do. Whether you're going to stay in this town, or go back to the city, or do something else entirely. And I'm going to be forward, as you know I always am. I'd like to know if little old me figures into those plans, somehow. So, anyway, I'll see you there, yeah? Love, Angie. Gut. Schauen wir mal auf den Plan. Ah, das geht doch. Das geht schon. Let's go. Spät diese Uhr. Happy Saturday, Ja, everyone. das schaffen wir It's doch. time once Auf again geht's. for a PO positive or
Impact direkt hier drüben. Today's Dann können wir noch mal verdict is mit der from Cheryl. Hi, der Jeff. quatschen. I went for a walk the other day and Reinfahren. suddenly encountered Wenden a rückwärts. majestic stag. We looked at each other for a So. few seconds and then he walked off into the woods. Und zwar ist das... Na, was haben wir hier? I didn't bring the package. Ja, aber welche Adresse, Digga? Ja, das ist der einzige von der Main Street, also wird es wohl What sein. on earth did these folks order? Der raucht auch eine nach der anderen, ey. Ah, you're still here, huh? Ja, im Moment noch. Yep, for now. When are your parents coming back? Vielleicht bleiben sie für immer in Florida. Actually, they might just stay in Florida. Florida? Your parents? Ja, ist das nicht komisch? Yeah, isn't it weird? They'll be back soon. Florida is expensive and honestly isn't all it's cracked up to be. Wir werden ja sehen, was passiert. We'll see what happens. Sunshine and the beach get boring real fast. Well, I better be on my way. So long, Miss Sunshine. Gut, aber keine Fotodeals mehr. Gut, dann machen wir jetzt das obere Viertel noch. Jetzt hier geradeaus, ja? Aus. Post. Nein, falscher Briefkasten. Ne? Der da. Post. Here's your mail. Also normalerweise müsste das jetzt der letzte Arbeitstag sein, weil sonntags kommt keine Post. Auch letzten Sonntag mussten wir keine Post ausfahren. Und sie hat gesagt, sie macht es ja nur 2 Wochen lang. Vielleicht können wir uns dann entscheiden, ob wir es noch weitermachen wollen. Aber dann wäre das Spiel unendlich. Hat das wieder auch keinen Sinn machen. Das glaube ich nicht, dass es unendlich ist. Raus! Post! Oh, der sieht ja cool aus. Und weiter geht's. Der tut ein bisschen drauf, weil heute ist ja Roberts Party. Deswegen wollen wir schnell mit der Arbeit fertig werden. Und natürlich war am letzten Arbeitstag noch wieder angeknüppelt und dann auch gesagt, ja, ne? So wie jeder. Ja, den haben wir auch. Und dann sind wir, glaube ich, hier oben schon wieder fertig. Ne, da sind noch 2, aber dann machen wir einen jetzt. Und den anderen machen wir dann auf dem Rückweg. Fahren wir nochmal eine Runde. Und sehen, aber fahren wir diesmal andersrum, würde ich sagen. Egal wie rum. Das macht mehr Sinn und mehr Spaß, als wie in dem zurückzufahren. Gut. Noch ein weiter. Genau, hier ist Postamt. Noch einen weiter. So, dann machen wir jetzt den einen und den anderen machen wir dann auf dem Rückweg. Gar nicht, wo es da hinten hingeht. Wo geht's denn da hin? Wir gucken mal schnell. Ja, auch noch nie. Das Geheimnis. Oh, was ist das? Oh,
I remember this place. Das ist eine Schule, oder? Doch, eine Schule. Ist zwar jemand anscheinend da, weil da steht ja ein Auto, aber drin scheint niemand zu sein, oder? Kann leider nicht genau gucken, nee, ich sehe nichts. Oder ist es eine Kirche, oder? Könnte natürlich auch eine Kirche sein. Doch, ist eine Kirche. Okay, alles klar. Keine Schule. Wobei, bei so Campern weiß man ja nicht, vielleicht ist ja auch die Kirche, die Schule, es gibt natürlich alles. Regnet natürlich wieder. Wie bei uns auch, ist doch klar. Dann können wir hier runterjumpen. Nee. Nicht. Eine Abkürzung erlaubt hier in diesem Spiel. So. Come on. Raus! Wenigstens kann man von beiden Seiten ins Auto einsteigen, das ist schon ein erheblicher Vorteil. So, und ab geht's, hier drüben in das Wohngebiet. Eins weiter, da haben wir ein Päckle. So. Und hier auf der Straße, Leute. Das ist 103 Vintage Street. Da haben wir's. Post! Moin! Keiner da. Oh, eins, zwei. Nein, das war im Spiel, nicht hier zu Hause. Du Eierkopf. Ja, du Eierkopf, das ist nicht hier zu Hause. Der mag's nicht, wenn es klingelt. Dann geht er immer gleich mal ab. Und man den Fernseher noch ein bisschen leiser. Ist gut. Ist Schluss jetzt. Schluss. Wachhund. Ne? Du bist Wachhund, ja. Du bist Wachhund, ja. Du bist Wachhund. Ja, du bist Wachhund, gell? Ja, du passt auf. So. Hier noch ein Brief. Dann fahren wir bis ganz da unten. Raus! So, ab geht's. Genau, hier ist die Tankstelle. Moin. Und da ist der Waschbär. Da war das Wohnmobil, wo wir letztes Mal Waschbär getauft haben. Kurz gesehen im Vorbei. Rasen. Ja, und da oben waren wir letztes Mal auch. Da seht ihr es oben auf dem Berg. Da ist ein Aussichtsturm. Da haben wir auch mit unserer besten Freundin gechillt. Sonntags, glaube ich. Richtig, oder? Da gab es auch eine Trophy.
als wir da oben waren. Guck mal noch ein bisschen, ob ich noch irgendwas abseits der Wege finde, aber ich glaube, viel kann man ja nicht mehr machen. Also außer so Orte entdecken ist ja eigentlich nicht viel möglich. Und halt die Aktivitäten mit den Bewohnern machen, so wie eben das Angeln halt, wenn es einem denn angeboten wird. Aber ich glaube, hier bei dem Haus war mal, ne? Ja, vom Fahrrad. Ah, das ist wie im echten Straßenverkehr. Jetzt ein Tunnel. Also ein Schwung. So. Raus. Raus mit dir. Da ist der Briefkasten. Ich glaube, bei dem waren wir schon mal. Der kriegt schon manchmal. Ravenway. Aber hier und überall. Da gibt es sonst nichts. Da hinten war ich auch schon überall. Doch, da vielleicht. Ah, guck mal schnell. Das ist ein Teil da hinten. Ein normales Haus, da waren wir schon. Aber bei dem Haus waren wir auch schon. Das ist eine Bruchbude gewesen. Da könnte noch was anderes sein, eine Aussichtsplattform oder so. Nee, aber da waren wir auch schon, das ist auch noch so eine Bruchbude. Da waren wir schon. Da waren wir schon, da waren wir schon. Gut, sind wir auch fertig. Da waren wir überall schon. Jetzt gibt's Progress. Ja, abgeranzte Häuser. Gut, dann geht's weiter hier. Das ist wahrscheinlich wieder der Nerd-Freak. Ob er so freundlich ist. Nicht. Ich glaube, da rechts bin ich auch mal rausgefahren. Da kann man eigentlich rausfahren aus der Stadt. Sagt sie aber, nee, das darf sie nicht. Und der Arbeitszeit die Stadt verlassen und dann wird man wieder respawned. So, 400 Lake Road. Wir knallen es mir einfach wieder auf den Tisch. So wie letztes Mal auch. That's later than I thought. Hotel. Und nie Gäste hat. Deswegen muss er immer. I'm busy. Okay. Good luck. No! Damn it! I almost had it. I almost fucking had it. Thanks for breaking my concentration. You're welcome. Video games are supposed to be fun. I feel horrible. Absolutely Deswegen muss er horrible. nebenbei Gold farmen, weil er keine Kohle hat. Maybe you should try a different hobby. You know what? I can beat this damn game, and I'm not quitting until I have. Good luck with that. Wieder Vorrat an Paysafe Cards. Für die nächsten Monate. So, kann man hier hinten rausfahren. Was ist das da? Fliegt eine Blume in der Luft. Keine Ahnung, was so gedacht ist. Wir fahren weiter zum Farmen. Und diesmal können wir ja nochmal beim Lagerfeuer vorbeifahren und schauen, ob da jetzt noch was ist. Haben wir eigentlich alles soweit gesehen.
Ich wüsste jetzt nicht, wo hier noch was großartig sein soll. Wie gesagt, da habe ich versucht rauszufahren, da geht es nicht weiter. Da war das Lagerfeuer, da war das. Da ganz hinten rum könnten wir mal fahren. Da sind wir, glaube ich, noch nicht lang gefahren. Das könnten wir mal machen. Ansonsten haben wir alles gesehen. Dann fahren wir mal gleich noch hier ganz hinten rum. Und dann sind wir durch. Für heute. Gleich rein zum Lagerfeuer. Ja. Da ist nichts mehr. Sowohl das Lagerfeuer als auch das Wohnmobil ist weg. Alles fertig hier. Bis dann. Also ein Schild. Das war's hier. Fertig. Müssen wir noch zur Farm. Okay, nur zur Farm. Ja. Die kommt aber noch. Aber warum macht der denn immer so nah? Ja, die kommt jetzt gleich, die Farm. Abkürzen doch, das geht. Nice. Hier schön übers Feld. Und da waren wir, glaube ich, auch noch nicht da, bei dem Silo oder was das ist. Oder ein Wassertank. Oder was? Naja, geht nichts. Aus. Okay, fellow Providence Okians, it's time once again for the sent-in letters and announcements. This one's from our very own Maureen, or Mo, as we all know. Hey, folks. Just wanted to grab your ears for a second to let you know all about the upcoming open mic night over at Mo's Diner this Sunday. That's right. Claim your 15 minutes of fame. Enjoy some whale performances and the usual good food and drinks for everyone. I expect to see all of y'all for a great evening. And maybe even some dancing. You know who you are. Ja, willst du weiterspielen? Da, bitteschön. 8 p.m. this Bitteschön. Sunday. I'll come Da. get you if you don't. Die Well, Nummer. you heard her, folks. And I'll be there too, so you better Kann not ich mir miss wohl it. Kaffee Back to the trinken? music Ja. and to one of my Ah, favorite kann songs. ich wohl Kaffee trinken? Mail carrier Meredith. DJ Jack. DJ Jack. Seen any ghost drivers on the way here? Ghost drivers? Yeah, you know, people driving on the wrong side of the road. Nope, haven't seen them. Okay, I was just Das wondering. sind wir doch. No bother. I need to Das get sind back wir to doch the selber, live die show. See you Geisterfahrer. tomorrow, I reckon. Bye now. I reckon. Oh, and please close the door. Don't want to broadcast any mail truck noise. Thank you much. Ob mein Postauto nicht. Ich muss extra nochmal rufen jetzt. Extra für ihn, weil es ein Arsch ist. Ja. Gut. Dann, wo haben wir denn? Ach so, genau, jetzt haben wir nur noch oben. Das ist gut. Egal, wir fahren jetzt trotzdem einmal hier die Runde. Und dann machen wir da halt noch den Brief kurz wenden. Da ist ja egal. Aber dann haben wir wirklich alle Straßen mal gesehen. Dann gibt es da ja auch noch eine Trophy für, wenn man alle Sachen, alle Orte entdeckt hat sozusagen. Schon durch den Wald. Yes, sir. Nice. Ja stimmt, da bin ich wirklich noch nie lang gefahren. Nur hier bis Mo's Diner. Aber da die Gebirgsroute da habe ich noch nicht genau. Dann tun wir jetzt mal checken. Gibt's da noch was? Da ist ein Berg rum.
Nicht so aus, ne? Nicht so ordentlich, wo das ist. Nicht so nix. Großdrucker als bei Gold Rush hier. So, hier kann ich es euch nochmal zeigen. Jetzt hier versucht rauszufahren. Better turn around now or I'll be a long way from home. Da wird man wieder zurückgesetzt. Das mag sie nicht. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo hier noch schon ein Ort sein sollte. Hier haben wir ja überall noch Post ausgeliefert, da war ja nichts. Da war die Bibliothek. Die jetzt verlassen ist. Das ist ein Dämmerladen. Gut, dann haben wir letzten Brief auch ausgeliefert. Sorry, die Verbindung war gerade kurz weg. Aber ihr habt uns verpasst, wir haben den Brief in Buchwasser gesteckt. Und jetzt geht es zurück zur Poststelle und wir machen Feierabend. Dann müsste nochmal die Party sein von Robert und der Talentwettbewerb. Mal schauen, was da noch erwartet. Feierabend. And so ends a week full of turmoil. Das kannst du laut sagen. You can say that again. Only the Angels had lost to the White Sox. That would have made it perfect. Wie viel hättest du denn gewonnen? How much would you have won? $876.34. It'd been a nice payday, huh? We're playing each other again tonight. Should I change the bet? Nein, bleib dabei. Nope. Hold the line. Okay, let's see what happens. Maybe you're my lucky charm. Have a great weekend, Meredith. Oh, wait, this was your last day. I totally forgot to tell you, but they still haven't found someone else for the job. So, I guess you can have it if you want. Und was machen wir? Ich würde sagen, wir bleiben da, oder? Wow. That sounds quite nice, actually. Of course, and it's a great job. You know what? Think about it and let me know Monday morning when you return your stuff. Wir bleiben Gotta run da. now. Red Sox are playing the Das Yankees. Haus können wir wahrscheinlich haben. Einen festen Job haben wir da. Gut, klar, der andere hat 2 Millionen Deal abgeschlossen, aber er weiß, ob es das gibt. Beste Freundin ist da. Hello? Hi, Meredith. It's your dad again. How was your time in the mail delivery business? Oh, hi, Dad. Well, Wieder erwarten fand ich es wirklich toll. I actually really loved it. Awesome. Maybe you should just keep doing it. Worked out well for me. Sie haben wohl auch noch niemanden Neues gefunden. Actually, it seems like they haven't filled the vacancy yet. They haven't? Well, you know what I'd do. Oh, hold on, Meredith. Let me guess. Mom wants to talk to me? Hi, Meredith. Sorry to butt in, but you're thinking about staying in Providence Oak? Hi, Mom. Mir gefällt's hier. Well, yeah, why not? I like it here. Well, PO is wonderful, of course. I know. But you've got so much going on. Do you want to leave all that behind? Ja, darauf wird's hinauslaufen. Yeah, I guess that's what it comes down to. Is it just work related, or are there other people involved? You know, any interesting ones, perhaps? Es gibt ein paar interessante Entwicklungen. Well, there are some interesting developments, yes. Oh, there are? But are they really interesting enough to give up your entire career? I really think you need to think long and hard on it. Oh, hold on.
I have a suspicion Dad wants to talk to me. Meredith, I just wanted to say, you need to clean the lint filter on the dryer every once in a while. If you never do that, it could burn the house down. Klar, darum kümmere ich mich. No problem, Dad. I'll make sure to do that. Great, thanks. I sometimes suddenly worry about things like that in the middle of the night. And it's not about the dryer, of course. I want you to be safe. And I'm sure you'll be okay. Ich werde den Trockner ausrichten, dass du an ihn denkst. I'll tell the dryer that he's on your mind. Thanks. And could you also pet him on his back every now and then? He likes that. Oh, running out of coins. Gotta go. Bye, Em. Take care. Ich denke, die haben Haus in Florida, wieso haben die dann kein I hope you don't think I'm a Haustelefon? cheapskate for having dinner here. There aren't a lot of other restaurants around, and I'm pretty sure their food isn't better than Moe's. Ich bin sehr gern hier. Don't worry about it, Robert. I love it here. Thanks, Meredith. You're such a kind person. Good evening, you two beautiful people. Ready to order? Ladies first. Hi, Maureen. Oh, T-Bone Steak, was geht? It's hard to pass up a juicy T-bone steak. Excellent choice, Meredith. And what would you like to wash it down with? I think I'll have a... Bierchen, Bruder, Bierchen. Ah ja, zum Bier. T-Bone Steak muss man Gotcha. ein Bierchen gönnen, Robert? was The los. usual for me, Maureen. Schmeckt es All doch gar right, nicht. Robert. T-bone steak and a beer. Doesn't get any more lumberjack than that. Be right back, folks. Ashley, get the steaks out. Maureen's the best. Did you hear about the open mic night she's organizing? Sie hat mir nur etwa ein Dutzend Mal davon Yeah, erzählt. she only told me about it a dozen times. I wish I could go, especially since I heard that Jack's gonna do a thing. Jack? What's he gonna do? Die Wettervorhersage für nächste Woche. Announce the weather for next week? Believe it or not, he's a very good ballet dancer. Im Ernst jetzt, oder was? Jack? Really? No, he's into comedy. Would have loved to have heckled him. Oh well, this is a good week anyhow. Ja, die Wohnblöcke dauern. Must be nice that the apartments are off your mind for a while. Alrighty, here are your beverages, folks. I'm afraid the food might take a little longer, as a certain kitchen helper thought the freezer was a good place for storing steaks. I really should get one of those microwave ovens to defrost them. You seem a little stressed. Is it the upcoming open mic? Why should I be stressed about that? It's going to be lovely. And you better be there, Robert Harris. Maureen, I'm sorry, but I'm afraid I won't be able to make it. I did not just hear you say that, young man. Oh, by the way, Meredith, I need to steal him for 2 minutes. He needs to check on some wiring for me. Excuse me, Meredith. This is Maureen's jurisdiction. Have to obey the law. That tasted so good. Thanks, Maureen, for the fantastic blueberry pie. You're welcome. It's my way of making up for stealing you away from Meredith. Ooh, I swear. She can give quite the stink eye if she wants, can't you, hon? Die hat sie Boy, einfach the world aufgelöst. would be boring without her. Speaking of, Buffet. are you gonna miss your daily delivery round? Doch, das werde ich wahrscheinlich. Ja, kommt drauf an, zu wem ich meine Runde führt. It depends on who's on the round. Oh, anyone in particular you don't like? It's not right to gossip. So, I won't do that. Ha, you're a better person than me. Oh well, small towns, can't like everyone. Can't avoid them either. Meinst du, wirst du immer hier You bleiben? think you'll always live here? Nothing's for sure, but I like it here. I needed to change towns after my divorce. Everything and everyone reminded me of her. I can imagine that. But maybe I shouldn't bother you with the innermost feelings of a lumberjack. Wouldn't be a bother at all. Robert and Meredith, sorry to break up your conversation, but we're closing up early tonight. Gotta set up some stuff for the open mic night, and I can't use any peeping eyes. Oh, okay, Maureen. No problem.
Let me get the check for you, so I can leave you two to your lovely evening. Can you put it on my tab, Maureen? Anything for you, darling? Thanks, Robert. Don't mention it. You've helped me out so much. This is nothing compared to that. Now let's get going before Maureen gets her broom out. Meredith, thanks again for your help. I'm not sure what would have happened if you hadn't come here for your mail delivery vacation. You're welcome, Robert. I was happy to help you out. A little help goes a long way. Hope to see you around again. You too, Robert. Take care. Good luck with the apartments, and call me if you need help. Ja, wir kommen am nächsten Tag zum Talentwettbewerb, was für morgen ist. Anyway, I love this town. You know I do. So, I'm dedicating my last jokes to specific people here tonight. The first one's for Maureen. A guy walks into a bar, and dozens of slabs of meat are hanging from the ceiling. So he asks the bartender, "What's up with the hanging meat up there, man?" So the bartender says, "Ah, you're new here. Well, we like to play a game here. If you can jump up and slap a steak, the house will pay for your drinks all night. However, if you miss, you have to pay everyone else's bar tab. So, want to give it a go?" "Nah," says the man. "Those stakes are too high." This one's for our own newcomer, Meredith Weiss. So, a woman's driving down the freeway, but all of a sudden, she hears a local news bulletin warning drivers on the very freeway she's on. They're saying, "Please be advised of this very dangerous situation of a car going the wrong way." So the woman says to herself, "One car? Huh, why, there's dozens!" Well, folks, wasn't that special? Now, let me know if any of you have any jokes about Jack, you hear? It's an open mic after all. It's actually time for a little break right now. So come on up to the bar for some of our finest concessions. We'll continue shortly. Miss Jenkins, how are you? And how are the cats? Fine on both counts, dear. Thank you for asking. So, do you like the hair? Love it. That hairdresser did a great job. Thank you, dear. Pity it's quite the waste of time and money, seeing as how I can't stay for long. Really? What's the rush? You see, my son decided to drop by, unannounced, and he's staying the whole weekend. Oh, that's wonderful news. Mm-hmm. All right, well, anyway, take care, dear. Now, where did he park the car? Yes, it's me, Matt Kearney, in an egg brace. Real funny, huh? I must admit, it's at least a little funny. What happened? Well, I was about to send the final boss to the afterlife, but then the computer crashed. I kicked my foot out in anger and fell from my chair, and now I'm here looking like a loser. I'm sure you'll beat the game one day. Don't give up on the dream. I can't play like this, but I'm going to work out a strategy in the meantime. Guess who? Jeffrey Beaumont? Aw, now I'm going to be a disappointment. It's just me.
even better. Though I never would have guessed. So, what have I missed? Not much. Jack just did some comedy. But the final act is supposed to be the real showstopper. At least, that's what Maureen tells me. Really? Well then, I guess I arrived just in time. So, how have you been? Thanks for the note. It was very sweet. I meant every word, babe. So, have you... Hey, Angie. Hey, Meredith. Sorry to pop in like this, but I just wanted to inform you I fixed everything on the RV. She's got a new radio, I replaced some wiring, adjusted windshield wiper speed. The raccoon is ready to go. That's great, Lori. Thanks. I'm sure it's like she's brand new. Well, I wouldn't say that, but you'll see. Gotta go later. An RV, huh? Oh, it's kind of a long story. You know Mickey and June? The hiker couple, right? Well, long story short, I've somehow gained possession of their vehicle of choice, which, as Miss Young just described, is a perfectly adequate RV that I'm gonna use to motor right out of this sad little town. So you're definitely leaving? Absolutely. Come with me. I mean it. Leave this sad old town behind and go wherever we want to go. Free spirits, the way Mickey and June intended. Well, you are a good kisser. There's plenty more where that came from. But at some point, you've got to give me a definite answer. You get that, right? Look alive, folks. It's time for the final act. It's a doozy. Saved by the bell, babe. I got stuff to do anyway. Angie, wait! Dear people, none other than our own Kay Evans will perform next. She has been writing songs since she was a little girl, and I cannot say how thrilled I am to host her first performance of hopefully many to come. I am so proud of you, honey. Please put your hands together for Kay, everyone. Yay, Kay! And on and on and on and on. I pull up to a crossroads. I could drive on or go left, go right. Suddenly these choices make me smile. What if I just enjoy the ride? Was sind jetzt für Leute? Was sind ihre Eltern wahrscheinlich? Game of chance for every break you get, you leave another one behind. Just as long as you keep trying, you will get there. Thank you. Darling, this does not happen a lot, but you have left me speechless. That was Kay, people. Another round of applause. Well, it's a good thing I didn't leave when Reynolds started his nonsense. This kid can sing. Oh, hi, Mr. Mackey. Yeah, she's awesome. Well, it's good to see someone flourish, but I'd rather be home right now. Isn't it fun to step out every once in a while? Smoking a pipe and reading a proper book is the only acceptable way to spend a Sunday evening in September. Bert, thank you so much for coming. I know you'd rather be somewhere else right now. That's okay, kid. I don't regret it one bit. You did great. But ladies, if you'll excuse me, I'm out of here. Good night, Bert. Thanks again.
And now for an announcement. I'm serious, so hush now. Now, you all know that Kay has been working here at the diner for quite a while now. In fact, she was my anchor after Stan left us. And I think the time has come to formally announce right here that I will put your name above the door of this place, honey, where it belongs. Kay's place. Mo Kay's. We haven't settled on a name yet, but there you go. Another round of applause. And have some drinks with us. Gut, machen wir uns kurz Pause, weil ich hole noch meine Freundin ab, aber es geht noch weiter. Wir spielen ja noch kurz weiter, bis es zu Ende ist. Das wird ja nicht mehr so lange dauern. Bis dahin, bis gleich. So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Ja. Ja, pünktlich. 19:50 Uhr hatte ich irgendwie im Chat geschrieben. Wie hat es sich angefühlt? How did it feel to be up there? Oh, it was so great to be performing again. It felt amazing. I'm all over the place right now. It was such a rush. I will definitely be doing that again. If they let me, of course. That was amazing. Oh my gosh, thank you so much, Em. It felt amazing. I was so super nervous, you know? Like, shaking and all that. I'm so glad it went well. Kay's Place also, ja? Kay's place, huh? Congratulations! That was quite a surprise. Yeah, I told you. Mo asked me like a gazillion times, right? Kinda felt right this time. We haven't hashed out any details, as you might have noticed. But it feels good, you know? That's great. I am so proud of you, Kay. You really have made a great life here. Thanks, Em. I'd like to think so. Big day tomorrow, right? You know what you're going to do? Honestly? Well... Wait, I'm not good at this stuff, so I just want to say it was good to have you back these past weeks, Em. Really good. You just do what you feel you have to do. I'm just glad we reconnected. Promise you'll keep in touch, whatever the outcome, yeah? Ja, klar. Of course. And remember, time marches on. See ya, Kay. Thanks. For everything. My lovely people, the time has come for the open mic part of the evening to end. Ashley was going to do a ventriloquist bit next, but I just heard he hurt his hand back in his cabin. Let me thank you again for joining us, and there's plenty of food and drink to go around. I sure do hope they're keeping things proper in there while I'm taking a breather. So, you had fun? Kay war unfair. It was great. Kay was amazing. You said it. Oh, that girl is so talented. Oh, I'd give my big toe to be able to do what she does behind a keyboard. Oh, sheesh. Haben Sie Angst, ohne Brille zu spielen? Japanische. So. Ist schon ein Ding, diese Übergabe des I'm Diners. still thinking about your news about handing over the diner. Kay's place, huh? That was quite the bombshell. That's my style. I've mentioned it to Kay, yes, many times since Stan died. She probably thought I was joking half the time, honestly. I just want to give her the option. It's hers whenever she wants it. And if she doesn't, that's fine too. Seems like a bold choice to announce it to the town like that, though. Ha! You know me, hon. At least all the options are out in the open now, right? So what's next for you, now that you're handing over the reins? Well, to be honest, I'll probably stick around the diner for now, help out, and maybe I'll try my hand at something different on the side, you know? Maybe fix up some of those cabins in the woods, rent them out. Never too old to find something new to do.
Das klingt doch nach einer tollen Idee. That sounds like a great idea. Doesn't it just? How did things end up with Kay? You could tell me to mind my own, of course. It's just that that girl is like a daughter to me. We talked, yeah. We really reconnected, and I'm happy we did. Listen, you're two grown women, and if that's the choice you two ended up on, I can only respect that. Speaking of choices, you've got a big day in the morning, don't you? Know what you're gonna do yet? Stick around? Move back? I think I have a feeling. Yeah. Then you go follow that feeling, hun. Thanks, Maureen. I best get back inside. You take care now, Meredith Weiss. Take care, Maureen. Gut, der letzte Tag. Good morning, Meredith. You won't believe the weekend I had. Saturday, I placed a bet on the Angels, just like you said, and won. But they played again yesterday, and I let it ride, and then they lost. They're playing again tonight, and now I don't know what to do anymore. Well, Frank, the pattern is obvious. You're a gambling addict beyond salvation. Haha, Meredith. I guess you're right, and I guess I don't mind. Speaking of gambling, I bet you're taking the job. And that's not just because you're wearing your coat. I love the coat, Frank. But no, I'm taking it off. I'm leaving Providence Oaks again. Oh, that's not what I was hoping to hear, Meredith. But I understand. What are you gonna do? Werden natürlich mit dem Wohnmobil abhauen, ist doch wohl klar. Genau. Well, actually, I'm, A van? So you're staying in the delivery business? No, wait. That's an RV. Yep, I'm getting on it, and I'm not sure where I'll stop. So, I guess this is goodbye. I'm gonna miss you, Frank. Thanks for everything. Try to stay out of trouble, okay? Don't worry, Meredith. I'll be fine. Thanks for everything. Take care and drive safe. And the V-belt is not in great shape, but it should last you another month or 3. The raccoon in all of her glory. Do you like her? Meredith and I named her. She's pretty amazing, Lori. Cute name, too. Thanks for doing this for me. You're very welcome. I thought you really wanted to have the RV, Lori. I wanted to work on her really badly. But now that she doesn't need any more work, Angie can at least drive her around. Since I don't have a license, and I'm not old enough to get one anyway. I'll keep you up to date on all our adventures, promise. It'll be like you're right there with us. I'm counting on it. Hey, Meredith? I'm going to miss you. I'll miss you too, Lori. It was really fun watching that movie and working on the RV with you. Me too. Besides, you'll be back sometime, right? Of course. I have to check on my favorite engineer. You mean me? Ha! I'd love that. Safe travels, Meredith. Thank you, Lori. See you around. Magnificent, isn't she? Yeah, she certainly knows a lot about cars for a kid her age. I meant the RV. But sure, Lori's great too. So, you all packed? Sure am. The big stuff's in storage. But I've got the bare necessities. Clothes, toiletries, and a whole bunch of videotapes. So, where are we going first? Yeah, about that. Hmm? I've grown quite fond of you, Angie. Hadn't you noticed?
And here I was wondering if it was just my imagination. The feeling's mutual, babe. I'm in the driver's seat, by the way. I've heard about your driving. What have you heard? From who? People talk. When advertising exec David Howard, parentheses Albert Brooks, is passed over for a promotion and subsequently fired, he decides to change his whole life. He convinces his wife Linda, parentheses Monica Johnson, to sell their house and roam the country Easy Rider style in a Winnebago. Okay, forget this one. That's just not going to be relatable at all. Nope. We've got nothing in common with those guys. I have another flick where a bunch of academics set up a ghost hunting business in an old fire station. That should be way more accessible. Angie Eastman, have you seen every single tape in here? Not all of them, but most. Come on. But I don't mind watching war ja them mal again. Videothekbesitzerin. In fact, I'd love to see them with someone who knows nothing about movies. I was going to put it a little nicer than that. Someone who has unspoiled virgin eyes. Virgin eyes? What are you, a poet now? All right, well, Lost in America will unspool before these virgin eyes soon enough. Tell me about Stand By Me. It's about 4 kids from Oregon, right? Sorry for butting in, folks, but I've got a special treat for y'all. I just updated my playlist. This new song is from our very own Kay Evans. Das war's. 1 von 3 Enden. Lake. Die anderen beiden könnt ihr ja wählen, wenn ihr es selber spielt. Dann seid ihr noch nicht komplett gespoilert. Noch was, worauf ihr euch freuen könnt. Das Game ist, glaube ich, auch nicht so teuer. Keine Ahnung, was kostet es. Schnell. Suddenly these choices make me smile. What if I just enjoy the ride? Life's a game of chance. For every break you get, you leave another one behind. Just as long as you keep trying, you will get Jo, ich find's gar nicht. Keine Ahnung, was das Game kostet. Also hier, CDK gibt es hier schon für 15,50 € sehe ich gerade. Das einzige, was ich gefunden habe. Da seht ihr auch die ganzen Soundtracks, falls euch da was gefallen hat. Könnt ihr euch ja die nochmal reinziehen. so many places left to go. Life's a game of chance. For every break you get, you leave another one behind. Just as long as you keep trying, you will get there. There's always more we Cool. Einen besonderen Dank an alle Zustellerinnen und Zusteller, denn wir wissen, dass euer Job nicht ganz so leicht ist, wie wir ihn hier dargestellt haben. Das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Hier muss man die Pakete ja natürlich nicht wirklich schleppen.
Das war oben auf dem Ausgangsklo. Hat mir auf jeden Fall Bock gemacht, das Game. Hat die Mischung ganz gut aus Simulation, Top-Simulation und diesen Dialogen und Erkunden von der Spielwelt ein bisschen. Hat mir auf jeden Fall Bock gemacht. Hat auch immer gut funktioniert alles. Also mir ist jetzt kein gravierender Bug aufgefallen. Bitteschön, bitteschön. Zwischenzeitlich hat es halt öfters mal gehangen. Das wurde aber behoben. Also das ist mir jetzt bei den letzten 2 Sessions nicht mehr wirklich so aufgefallen. Gut. Deswegen, wir können mal kurz gucken. Wir sehen. Im Microsoft Store anzeigen. Dann kann ich euch mal zeigen, was es kostet. 19,99 €, ja? Doch, ich glaube schon. Hier steht es als Geschenk kaufen, 19,99 €. Also kann man sich mal gönnen. So wie ihr gesehen habt, ihr könnt es 3-mal durchspielen mit verschiedenen Story-Twists. Und Bewertung ist auch ganz gut. Für ein Indie-Game 4 Sterne ist ordentlich. Gut. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich weiß noch nicht, womit es nächste Woche weitergeht. Wenn ich bald mal mehr Zeit habe, dann gibt es auch mal wieder frisch aufgewärmt. Da habe ich nämlich auch ein cooles Spiel, aber momentan habe ich leider nicht so viel Zeit, deswegen schiebe ich das lieber. Ansonsten, vielleicht spielen wir Sable. Das wollte ich schon länger mal anzocken. Das können wir mal anzocken nächste Woche. Wenn es Bock macht, spielen wir das weiter. Ansonsten gucke ich dann mal, ob ich noch was anderes habe. Auf jeden Fall nächste Woche, würde sagen, Freitag wieder. Ne, Freitag kann ich nicht, da fahre ich weg. Dann nächste Woche Donnerstag vielleicht. Vielleicht Donnerstag. Mal schauen. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall euch ein cooles Wochenende und macht's gut, haut rein. Tschüss.